In diesem Video geht es um das TELC-Zertifikat B2. Und zwar werden wir uns die mündliche Prüfung Teil 2 genauer anschauen. Speziell für dich habe ich PDFs zum Herunterladen bereitgestellt und ganz am Ende gibt es sogar noch einen Bonus. Also bleib dran und viel Spaß dabei! Damit du auch wirklich nichts verpasst, klick hier unten gleich auf Abonnieren. Und dann können wir auch schon loslegen. Heute werden wir uns anschauen, wie man überzeugend diskutieren kann. Denn auch du kannst erfolgreich sein mit unseren Tipps und Tricks zur TELC-Prüfung B2 Sprechen Teil 2. Und schon können wir auch loslegen. Ganz am Anfang möchte ich dir zeigen, wie das Video überhaupt aufgebaut ist. Als allererstes schauen wir uns einen Überblick an zu dem Ablauf und der Bewertung der Prüfung. Danach möchte ich dir zeigen, wie du dich richtig vorbereiten kannst für diese Prüfung. Und dann schauen wir uns an, wie du gut eine Diskussion führen kannst und wie du dich da auch wieder vor der Prüfung vorbereitest und wie du in der Prüfung vorgehen solltest. Dann machen wir ein kleines Beispiel zusammen und dann hast du es auch schon geschafft. Und ganz am Ende gibt es noch eine Bonusübung für dich. Bleib also bis zum Ende dabei und viel Spaß! Als allererstes schauen wir uns mal einen Überblick an zum Ablauf und der Bewertung. Vielleicht fragst du dich, was wird denn hier getestet? Es kann sein, dass du die Aufgaben noch nicht angeschaut hast, deswegen gebe ich dir jetzt hier einen kurzen Überblick. Und zwar in der TELC-Prüfung B2 Sprechen Teil 2 sollst du eine Diskussion führen mit deinem Gesprächspartner. Und zwar bekommst du dazu einen Zeitungsartikel. Den gleichen Artikel bekommt auch dein Partner und darüber sollt ihr dann 5 Minuten lang diskutieren. Ihr habt 20 Minuten Zeit, euch dafür vorzubereiten, aber diese 20 Minuten am Anfang der Prüfung gelten für alle 3 Teile der Prüfung, okay? Und dann aber im Teil 2 könnt ihr 5 Minuten lang zusammen sprechen. Vielleicht fragst du dich auch, worauf wird denn hier überhaupt geachtet? Also worauf muss ich auch achten in der Prüfung? Und zwar gibt es prüfungsinterne Kriterien und es gibt diesen GER-Referenzrahmen. Den findest du auch im Internet, den kannst du dir mal durchlesen. Da wird dir gesagt, was du als B2-Kandidat so wissen sollst. Und das wird auch unterteilt in Kategorien. Da kannst du dir auch mal anschauen, was du wissen solltest in Sachen Sprechen. Die prüfungsinternen Kriterien, die habe ich nochmal ein bisschen genauer angeschaut im Video zum Sprechen Teil 1. Das kannst du dir da auch mal anschauen. Und zwar haben die Prüfer mehrere Kategorien, die sie sich anschauen und womit sie dich dann bewerten. Also geh einfach mal an dem Video davor zurück, also zum Teil 1, Sprechen Teil 1. Und da findest du Fokus auf Bewertung in diesem Video und da kannst du dir diese Kriterien auch nochmal anschauen. Ansonsten habe ich dir auch eine PDF bereitgestellt zum Herunterladen, wo du den Modelltest, also zu diesem Teil 2, wo du dir den mal runterladen kannst und genau anschauen kannst. Nun gehen wir über in die Vorbereitung zum Sprechen Teil 2. Worauf solltest du hier achten in der Vorbereitung? Und zwar ist dein Auftreten ganz, ganz wichtig. Du hast ja hier ein Gespräch, du sollst nicht einfach eine Präsentation halten oder so, obwohl da das Auftreten natürlich auch wichtig ist, aber hier sind 2 Personen, mindestens 2 Personen, die sich ja unterhalten. Deswegen ist dein Auftreten auch sehr wichtig. Und weil ihr ja jetzt mehrere Leute seid, mindestens 2, solltet ihr euch gegenseitig helfen, ihr solltet gut zuhören und auch Aufmerksamkeit zeigen. Und Dinge, auf die du dich zu Hause auch schon vorbereiten kannst, die zeige ich dir jetzt. Schaue deinen Gesprächspartner an. Das ist ganz wichtig. Sei nicht zu schüchtern, sondern schaue ihn direkt an und zeige, dass du aufmerksam bist. Versuche deine Notizen nicht abzulesen, sondern spreche frei. Benutze deine Mimik. Mimik heißt dein Gesicht. Lächle, zeige Aufmerksamkeit, sei emotional. Ja, also wenn der andere lacht oder so, dann lache mit. Zeige, dass du ihn verstehst, indem du auch dein Gesicht dementsprechend bewegst.
Benutze deine Gestik. Das sind jetzt deine Hände und deine Arme. Also verstecke deine Hände nicht und spiele auch nicht mit deinem Papier oder Stift. Bewege deine Hände und Arme, um deiner Meinung Ausdruck zu geben, aber in angemessener Weise. Das heißt, du sollst nicht damit umherfuchteln wie wild oder du sollst deine Hände auch nicht verstecken oder steif dasitzen. Du sollst sie also benutzen, um deiner Meinung, das, was du sagst, um dem richtig Ausdruck zu geben. Das spielt dann auch damit hinein, dass du nicht deine Nervosität zu sehr zeigen solltest. Ich weiß, wir sind alle nervös, wir sind aufgeregt in der Prüfung, das ist klar. Die Prüfer wissen das natürlich auch. Aber wenn du so nervös bist und das auch zeigst, dann macht ihr euch gegenseitig noch mehr nervös. Ja, du machst den anderen ja auch nervös und der macht dich dann wieder nervös wahrscheinlich. Und das wirkt störend, ja, weil dann kann man sich nicht richtig konzentrieren. Das heißt zum Beispiel, versuche zumindest nicht mit deinem Bein zu zittern oder mit deinem Papier zu spielen oder mit dem Fingernagel so Geräusche auf dem Tisch zu machen oder so, ja. Also versuch wirklich einfach cool zu bleiben, ruhig zu bleiben und stell dir einfach vor, wie das für den anderen ist, wenn jemand vor dir, stell dir vor, es sitzt jemand vor dir und ist total nervös und das macht dich selber auch durcheinander. Und am Ende macht ihr euch beide gegenseitig durcheinander. Also bleibt ganz cool und dann schafft ihr das. Ich möchte noch ein paar Tipps geben. Und zwar ist es hier ein super Tipp, wenn du das Ganze mal vor einer Kamera übst und sogar mehrmals. Such dir ein Thema aus, übe es und nimm dich dabei auf. Dazu gibt es auch eine PDF, die du dir herunterladen kannst. Da gibt es ganz viele Themen, die vielleicht in einer Diskussion vorkommen könnten und mit denen kannst du üben. Und dabei solltest du dir zunächst ein Thema aussuchen, das dir einfach fällt, ja? Und dann solltest du die Übungen ein bisschen schwieriger machen. Und zwar so, ich habe dir hier das mal gezeigt. Nimm das Thema, das dir vielleicht ein wenig schwer fällt. Dann als nächstes nimmst du dir ein Thema, das dir schon mehr schwer fällt und wovon du vielleicht überhaupt keine Ahnung hast. Also ein Thema zum Beispiel, was ich jetzt für mich zum Beispiel wären Elektroautos. Habe ich eigentlich überhaupt keine Ahnung von. Das wäre dann so ein Thema, was ich nehmen würde. Das ist aktuell das Thema. Sowas kommt auch in den Nachrichten und so. Das ist ein Thema, was vielleicht in der Prüfung drankommt, so Elektroautos, erneuerbare Energien, solche Sachen. Da kenne ich mich nicht so gut mit aus. Das wäre dann ein Thema, was ich persönlich zum Üben nehmen würde. Also nicht die einfachsten nehmen, vielleicht zum ersten Üben ein einfaches Thema und dann aber die Themen doch schon schwieriger machen. Und dann solltest du dir einen Partner suchen. Das geht natürlich auch ohne, aber mit Partner wäre das natürlich am besten. Und der sollte dann vielleicht auch folgende Rollen spielen. Erst widerspricht er deiner Meinung, dann hat er vielleicht die gleiche Meinung, dann spricht er plötzlich viel zu viel und dann spricht er viel zu wenig. Ja, und diese Rollen kann man natürlich auch mischen. Und dementsprechend könnt ihr das 2-3 Mal durchüben und versucht wirklich eine Situation herzustellen, die wie in der Prüfung wäre und auch ein bisschen schwieriger wäre. Als nächstes in der Vorbereitung sind wichtig Redemittel. Die solltest du dir wirklich anschauen und da solltest du dir passende Redemittel heraussuchen und diese dann auch auswendig lernen und du solltest sie dann auch benutzen können in der Prüfung, in deiner Diskussion. Diese Redemittel helfen dir, deinen Vortrag zu gliedern und passend zu machen. Und die helfen dir auch, dass deine Diskussion nicht zu monoton klingt und dass man versteht, okay, du gehst jetzt in ein anderes Argument über. Okay? Und da will ich dir mal ein paar Überthemen zu diesen Redemitteln zeigen. Die Redemittel habe ich dir in einer PDF aufgelistet. Die sollen nur Anregungen geben. Es gibt noch viel, viel mehr. Aber die habe ich dann schon mal unterteilt in folgende Titel. Also jemanden unterbrechen, wenn du jemanden unterbrechen musst.
wenn du dein Rederecht einfordern musst. Das heißt, wenn jemand nicht aufhört zu sprechen, zum Beispiel, und du willst gerne auch was sagen, das ist auch wichtig in der Prüfung. Das wird auch bewertet. Wenn der andere zu viel spricht und dich nicht sprechen lässt, kriegt er negative Punkte. Und wenn du aber auch nicht dazwischen gehst und sagst, hallo, ich will auch mal sprechen, kriegst du auch negative Punkte. Also solltet ihr wirklich versuchen, ein aktives, fließendes Gespräch in der Diskussion herzustellen, und dafür helfen dir auch die Redemittel. Dann solltest du zum Beispiel auch mal widersprechen oder zustimmen, Äußerungen korrigieren oder nachfragen, deine eigene Meinung ausdrücken, das ist hier ganz, ganz wichtig, etwas beurteilen, das Gespräch leiten und vielleicht zu einer Entscheidung kommen auch am Ende und Informationen geben und zusammenfassen. Das brauchst du auch teilweise schon am Anfang, weil du, das sehen wir gleich, das Thema auch zusammenfassen sollst, ganz am Anfang. Jetzt schauen wir uns an, wie du die Diskussion gut führen kannst. Als allererstes schauen wir uns an, wie du das vor der Prüfung schon machen kannst. Und zwar solltest du deine Zeit genau einplanen. Wie ich am Anfang gesagt habe, du hast 20 Minuten Zeit für 3 Teile, bevor die Prüfung beginnt, aber für die Vorbereitungszeit vor der Prüfung, ja, da hast du 20 Minuten Zeit. Und im Teil 2 sollst du dann ja diesen Text lesen, die Schlüsselwörter heraussuchen und unterstreichen, und gleichzeitig musst du die Notizen machen. Und da solltest du dann eigene Ideen auch noch mit einbringen. Das heißt, du hast hier sehr, sehr viel zu tun. In Teil 1 konntest du dich zu Hause schon vorbereiten. Deswegen solltest du hier wirklich nur 1 bis 2 Minuten einplanen. Das heißt, du hast dann für Teil 2 und Teil 3 so 18 Minuten Zeit. Und wenn du das zu Hause gut übst und das zu Hause mal anschaust und deine Zeit stoppst, dann siehst du, wie viel Zeit du brauchst für Teil 2. Für die Vorbereitung, ja, weil du musst ja auch den ganzen Text durchlesen. In Teil 3 musst du keinen Text mehr lesen. Das musst du also auch mit bedenken, wenn du dich hier vorbereitest. Deswegen würde ich sagen, dass du dir für Teil 2 bestimmt so 12, 13 Minuten Zeit nehmen solltest in der Vorbereitung. In der Vorbereitung ist es auch so, dass du dir Notizen machen musst. Und Notizen sind etwas ganz Wichtiges und können auch manchmal ein bisschen schwierig sein. Der Stichpunktzettel ist sehr, sehr wichtig für deine Diskussion und deinen Redefluss. Deswegen solltest du ihn gut gliedern. Und da solltest du auch den roten Faden behalten. Das heißt, auf der einen Seite sollten deine Notizen gut gegliedert sein, damit du sie benutzen kannst in deiner Diskussion, in deiner Argumentation, damit du dann dort auch gut gegliedert deine Ideen wiedergeben kannst und diesen roten Faden behältst. Den roten Faden behalten heißt, also ihn nicht verlieren, heißt, dass du in einer Reihenfolge logisch deine Ideen wiedergibst, damit man sie versteht. Und wenn deine Notizen komplett durcheinander sind, dann kann dir auch dein Gesprächspartner sowie die Prüfer vielleicht nicht folgen und verstehen vielleicht nicht, was du sagen möchtest. Deswegen Gliederung ganz, ganz wichtig. Und da kannst du dir dann auch nochmal aufschreiben, schwierige Vokabeln und Redemittel. Denn es ist eine Prüfungssituation, wir sind alle aufgeregt, das ist komplett normal. Und da ist es ganz oft, dass man Vokabeln vergisst, Redemittel vergisst, die man eben noch wusste, und dann stockst du auf einmal und kommst vielleicht nicht weiter. Und dann verlierst du auch diesen roten Faden in deiner Argumentation. Also schwierige Wörter, Redemittel und so weiter, Informationen, die dir einfallen, schreib sie mit auf, versuch das alles gut zu gliedern und dann schaffst du das auch. Wir schauen uns ganz kurz an die Aufgabenstellung, und zwar steht hier: Lesen Sie folgenden Text. Diskutieren Sie mit Ihrer Partnerin über den Inhalt des Textes, bringen Sie Ihre Erfahrungen ein und äußern Sie Ihre Meinung. Begründen Sie Ihre Argumente und sprechen Sie über mögliche Lösungen. Und das gibt dir schon eine Idee, wie die Gliederung aussehen sollte. Also, du solltest deine Argumentation sowie deine Notizen, ja,
wie folgt aufgliedern. Du machst eine Zusammenfassung, also den Inhalt des Textes. Den sollst du wiedergeben. Danach gibst du deine Erfahrungen zu dem Thema wieder, dann auch deine Meinung zum Thema. Und dazu solltest du noch beantworten, warum bist du überhaupt der Meinung? Gibt es dann auch Meinungsunterschiede zwischen euch, zwischen den Partnern? Und wie könnt ihr diese gemeinsam lösen? Da möchte ich noch dazu sagen, als ein Tipp, beachte, ich habe eben gesagt, ihr sollt das lösen. Bei einer Diskussion geht es nicht unbedingt darum, eine gemeinsame Lösung zu finden, indem ihr dann beide die gleiche Meinung habt. Darum geht es nicht. Du kannst eine Lösung finden, wenn ihr beide auch weiterhin unterschiedlicher Meinung seid. Okay? Es geht nämlich eher darum, den Lösungsweg beider Meinungen zu erläutern und darzustellen, damit man sich gegenseitig versteht. Du sollst also jetzt nicht zwanghaft deinen Partner davon überzeugen. Okay? Ihr sollt euch jetzt nicht darüber streiten. Es ist natürlich möglich, dass ihr beide am Ende vielleicht die gleiche Meinung habt. Es ist auch möglich, dass ihr beide komplett unterschiedlicher Meinung seid, aber ihr solltet euch gegenseitig auf diesem Lösungsweg unterstützen. Zurück zu den Notizen. Dein Stichpunktzettel sollte also diese Aufgabenstellung widerspiegeln und dementsprechend aufgeteilt sein. Das haben wir eben uns angeschaut und außerdem solltest du Folgendes noch beachten. Keine Sätze und keine langen Stichpunkte. Wie gesagt, wenn du sehr viel auf deinem Notizzettel stehen hast, dann wird es schwierig, dass du frei sprichst und du könntest wieder diesen roten Faden dadurch verlieren. Markiere Schlüsselwörter. Das machst du sowieso, wenn du den Text liest. Mach dir aber trotzdem Notizen, weil du möchtest nicht, während du sprichst, auf einmal in deinem Text erstmal ein Wort suchen müssen oder so. Dann kannst du Symbole integrieren. Zum Beispiel, du hast eine Textstelle gefunden, die findest du sehr, sehr interessant oder wichtig. Dann machst du dir ein Ausrufezeichen hin. Oder in deinen Notizen ist etwas, was du wirklich unbedingt sagen möchtest. Da machst du dir auch vielleicht ein großes X oder sowas hin. Dann überlege dir im Vorfeld, was dein Gegenüber vielleicht sagen könnte. Da musst du überlegen, Pro und Contra. Was sind Vorteile von diesem Thema? Was sind Nachteile von diesem Thema? Wie könnte mein Gegenüber reagieren zu meinem Argument? Der Notizenstil ist auch wichtig. Manche machen einfach nur Stichpunkte untereinander. Ich finde Tabellen und besonders Mindmaps sind da sehr, sehr hilfreich. Die Mindmaps, die helfen dir nämlich, das Ganze schön zu gliedern und geben dir aber trotzdem gleichzeitig die Möglichkeit, deinen Gedanken freien Lauf zu lassen. Sie geben dir also die Möglichkeit, sehr, sehr frei zu sprechen, obwohl du deine ganze Information doch vor dir hast. Weil bei Stichpunkten, besonders Sätzen, da kannst du dazu tendieren, dass du wirklich nur abliest. Und das ist gar nicht gut. Dann kriegst du auf jeden Fall Punkteabzug. Also frei sprechen und das Mindmap hilft dir dabei. Jetzt sind wir in der Prüfung angelangt und da gibt es Verhaltensregeln. Du hast jetzt gesehen, wie du deine Notizen vorbereitest und so weiter, die du in der Prüfung natürlich auch dann benutzt. Aber zugleich sollst du dich noch an Verhaltensregeln halten, die in einer Diskussion wirklich ausschlaggebend sind. Und zwar sollst du zum Beispiel fair bleiben, das ist ganz wichtig. Sei nicht beleidigt und beleidige auch nicht den anderen. Und du solltest möglichst keine Grundsatzdiskussionen beginnen. Grundsatzdiskussionen sind zum Beispiel über das Thema Religion. Das am besten weglassen, weil da sind oft Menschen verschiedener Meinung und das kann teilweise nicht gut ausgehen. Und ich denke, die Themen in den Prüfungen werden auch solche Grundsatzdiskussionen nicht unbedingt mit reinbringen. Dann solltest du aktiv zuhören und angemessen reagieren. Du solltest den anderen ausreden lassen. Falle also deinem Partner nicht ins Wort, sondern sei geduldig. Du kannst ihn natürlich unterbrechen, wenn er zu lange spricht, ja? Ihr sollt euch ja gegenseitig helfen. Ihr sollt wie ein Team arbeiten. Und da kann es schon mal vorkommen, dass du sagen musst, halt,
Entschuldigung, aber ich möchte jetzt auch mal was sagen. Und da solltest du auch wieder angemessen reagieren, falls er dir oder sie dir ins Wort fällt, okay? Zeige Empathie. Zeige also, dass du die Meinung des anderen verstehst. Verdeutliche freundlich, wenn du vielleicht anderer Meinung bist. Und dann solltest du natürlich relevante und nachvollziehbare Argumente geben und nicht vom Thema abschweifen. Jetzt schauen wir uns gemeinsam mal ein Beispiel dazu an. Wir schauen uns jetzt nochmal die Aufgabenstellung zusammen an und die wichtigen Punkte, die wir hier finden. Und zwar siehst du, du sollst den Inhalt des Textes wiedergeben, du sollst deine Erfahrung wiedergeben, deine Meinung und diese dann auch begründen und am Ende mögliche Lösungen herausfinden. Nun schauen wir uns auch den Text dazu an. Das ist nicht der ganze Text, den findest du in einer PDF, hier in dem Link unter diesem Video. Da kannst du dir den ganzen Text in Ruhe durchlesen. Und du kannst jetzt hier auch jederzeit pausieren, das Video, und es in Ruhe durchlesen. Und zwar kannst du jetzt als Übung auch mal probieren und schauen, welche Wörter würdest du hier unterstreichen? Was sind wichtige Schlüsselwörter? Und nebenbei müsste man sich noch Notizen machen. Das mache ich jetzt hier nicht, aber das kannst du natürlich trotzdem machen. Vielleicht ist es besser, wenn du dir nachher dann die PDF herunterlädst und den ganzen Text mal durchgehst, unterstreichst, Notizen machst und so weiter. Wir machen hier nur einen Teil. Also wir lesen kurz gemeinsam: Getrennte Schulen für Mädchen und Jungen. Die Studie plädiert für die getrennte Schulerziehung. Jetzt wissen wir schon mal, worum es geht. Sollen Mädchen und Jungen zukünftig wieder getrennte Schulen besuchen? Dafür jedenfalls plädiert eine Studie des Instituts für sozialpädagogische Forschung in Hannover. Die Studie geht davon aus, dass im herkömmlichen koedukativen Schulsystem für die Angehörigen der beiden Geschlechter, besonders in den naturwissenschaftlichen Fächern, das wäre wichtig, keine Chancengleichheit bestehe und junge Frauen in der Entfaltung ihrer Möglichkeiten eingeschränkt würden. Dies belegt unter anderem eine Umfrage, die vom ISF an mehreren Gymnasien durchgeführt wurde. Schülerinnen gelten bei nicht wenigen männlichen Lehrern und Schülern als unbegabt für naturwissenschaftliche Fächer. Es wird behauptet, Mädchen könnten zwar gut auswendig lernen, ihnen fehle aber in Wirklichkeit das Verständnis für Physik, Chemie und Biologie. Wir wissen jetzt hier nicht, wie der Text weitergeht, aber wir machen direkt trotzdem mal weiter. Und zwar haben wir jetzt hier eine Beispieldiskussion, die wir uns in Ruhe mal durchlesen können. Du kannst jetzt hier pausieren, mal lesen und mal überlegen, wie ist die Magda jetzt auf diese Argumentation gekommen? Vielleicht kannst du auch nochmal das Video kurz zurückspulen oder dir am besten die PDF herunterladen. Da hast du den Text auch vor dir. Ich gehe nun direkt weiter, und zwar ist die Diskussion oder das Beispiel, was wir eben gesehen haben, das ist nicht die ganze Diskussion, sondern nur ein Teil davon. Und jetzt könntest du aber mal überlegen, wie könnte denn das Gespräch weitergehen? Also stell dir vor, du bist vielleicht der Meinung von Magda. Such dir die PDF heraus mit dem Beispiel und versuche mal zu überlegen, also lies dir den Text durch, nochmal, und dann überlegst du, wie könnte das Gespräch denn hier weitergehen? Was könnte die Magda noch sagen oder was könnte der Masud noch sagen? Und dann achte mal darauf, die Redemittel, die die Sprecher benutzen. Wie drücken sich die Sprecher aus? Suche die Inhaltspunkte, die die Sprecher in der Diskussion nennen sollten, und suche eventuelle Fehler, die sie gemacht haben. Dann frage dich, was haben sie gut gemacht? Und was könnte besser sein? Und was kann ich jetzt hieraus lernen und für mich selber in der Prüfung nutzen? Das sind so Fragen, die du dir jetzt selber stellen kannst, indem du das Beispiel dir durchliest, den Text durchliest und dazu das Diskussionsbeispiel. Und dann kannst du mit Stiften farbig mal alles Mögliche unterstreichen, Redemittel und so weiter.
Nun schauen wir uns das Dialogbeispiel nochmal gemeinsam an und gucken uns mal die markanten Stellen an. Und zwar, hier sagt die Magda, ich denke, dass getrennte Schule für Mädchen und Jungen nicht so gute Idee ist. Sie gibt sozusagen eine kleine Zusammenfassung. Es könnte noch ein bisschen länger sein, meiner Meinung nach. Aber sie sagt, also es ist wie eine kleine Zusammenfassung. Es geht um getrennte Schulen für Mädchen und Jungen, ja. Und sie sagt, dass es nicht so eine gute Idee ist. Also sie sagt direkt auch ihre Meinung dazu. Wir haben also den Inhalt des Textes und ihre Meinung. Dann sagt sie, die Kinder oder Jugend sollen zusammen sein, um in einer Gesellschaft leben zu lernen. Also sie gibt ihre Meinung und warum ist das ihre Meinung? Weil sie findet, dass die Kinder und die Jugendlichen, um zu lernen, in einer Gemeinschaft zusammen zu leben, dafür sollten sie zusammen sein, zusammen den Unterricht auch machen. Dann sagt sie, meine Kolleginnen waren schon in einer solchen Schule, wo nur Mädchen sind und sie haben nicht so gute Erinnerungen. Das heißt, sie sagt hier, sie erzählt auch von ihrer Erfahrung zu diesem Thema. Sie hat zwar wahrscheinlich selber keine Erfahrung gemacht, aber sie kennt jemanden. Und damit zählt das hier auch als Erfahrungsinhalt. So, der Masud sagt dann, ich bin ganz im Gegenteil. Er sagt also, okay, ich bin nicht deiner Meinung und sagt hier auch seine Meinung. Dann sagt er, zum Beispiel, die Mädchen können auswendig viel lernen, aber sie können nicht so viel verstehen. Die Jungen verstehen und dann, warum denkst du das? Sagt die Magda. Und sie hat ihn jetzt unterbrochen. Das war nicht so toll von ihr, weil sie hat ihm nicht die Chance gegeben, sich auszusprechen, auszureden. Und es war ja nicht so, als hätte der Masud jetzt viel erzählt. Ja, es ist nicht so, dass Masud sie nicht hat ausreden lassen. Deswegen ist es von ihr jetzt nicht okay, dass sie ihn unterbricht. Jetzt möchte ich dir gerne noch zeigen, dass am Ende dieses Beispiels, dieses Dialogbeispiels, wenn du dir die PDF dazu herunterlädst, da findest du auch einen Teil, wo der Prüfer die Magda und den Masud mal bewertet. Und das kannst du dir anschauen und dazu kannst du dir die dazugehörigen Textstellen mal heraussuchen und mal vergleichen, ob du das auch so gemacht hättest. Diese Aufgabe, also die Bewertung mit dem Gespräch mal zu vergleichen, ist wirklich eine schwierige Übung. Das musst du nicht machen. Wenn dir das schwerfällt, keine Angst, mach einfach und übe an deinen Diskussionen weiter. Aber das ist auch mal eine Übung, um zu sehen, was sind Fehler oder finde ich diese Fehler überhaupt? Und wie kann ich das dann besser machen in meiner eigenen Prüfung? So, und schon hast du es auch geschafft, und zwar mit Teamwork. Ihr seid nämlich ein Team und da möchte ich unbedingt dir noch mit auf den Weg geben. Die wichtigsten Schlagworte hier für deine erfolgreiche Diskussion sind: sei fair und aktiv. Das sind die 2 ganz wichtigen Wörter, die du immer im Hinterkopf behalten solltest. Denn das Ziel eurer Diskussion ist es schließlich, eine gemeinsame Lösung zu finden. Das geht sehr gut, wenn man gleicher Meinung ist, aber kann auch mit einem Meinungsunterschied geschehen. Es geht letztendlich darum, einen gemeinsamen Argumentationsweg zu erstellen und nicht darum, wer am Ende siegt oder Recht hat. Ja? Interaktion ist Teil der Bewertung. Also aktiv sein und dabei fair bleiben. So, ich wünsche dir viel, viel Glück in dem Teil 2 der Prüfung und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und wie versprochen gibt es jetzt noch einen Bonus. Und zwar schreibe uns eine kurze Beispieldiskussion zu einem Thema deiner Wahl mal hier unter das Video in die Kommentare. Und die ersten 5 Kommentare bekommen sogar eine kostenlose persönliche Korrektur. Und unter all diesen Teilnehmern verlosen wir auch noch 3 Online-Lektionen. Also mach mit und viel Glück! Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Dann würden wir uns freuen, wenn du uns einen Like gibst. Dann sehen wir uns auch im nächsten Video wieder, denn da geht es um Sprechen Teil 3. Also, bis dahin, tschüss!